Plattformpedale, Hybridpedale, Klickpedale, magnetische Pedale oder irgendwas dazwischen. Was lohnt sich wirklich? Im Kern geht es immer um die Abwägung zwischen Flexibilität, also leichtem Absteigen auch in brenzlichen Situationen, und festem Halt. Teilweise geht es auch um Leistung und Effizienz. Klickpedale sollen angeblich das Radfahren 20% effizienter machen. Doch da scheiden sich die Geister und darauf gehen wir später noch ein. Ihr könnt gern mal in den Kommentaren diskutieren, ob euch Klickpedale schneller machen oder nicht. Ich freue mich auf den Austausch und bin gespannt. Wir starten hier zunächst mit dem Klassiker Plattformpedale. Die kennen wir alle, einfach draufsteigen, losfahren. Doch auch hier gibt es Unterschiede, auf die du achten solltest. Von großen Flächen mit Grip, typischen Einsteigerpedalen bis hin zu Flats aus dem Mountainbike-Bereich mit herausstehenden Zähnen, die schon vielen Menschen, inklusive mir, böse Wunden an den Schienbeinen beschert haben. Durch eine passende Kombination aus flachem Pedal und gutem Schuhwerk kann auch hier ein guter Halt erzeugt werden, doch Verrutschen und im schlimmsten Fall auch Abrutschen sind weiterhin Optionen. Gleichzeitig ist das aber auch der größte Vorteil. Du bist flexibel und jederzeit bereit abzusteigen. Klickpedale, hier bei 2 und 3 zu sehen, verbinden spezielles Schuhwerk fest mit dem Pedal. Dabei gibt es für Schuhe entweder ein Zweilochsystem oder ein Dreilochsystem, an dem das Gegenstück befestigt wird. Beim Aussteigen ist eine gewisse Bewegung nötig, um aus dem Pedal herauszukommen. In den meisten Fällen drehst du die Ferse nach außen, was anfangs eine ungewöhnliche Bewegung ist. Magnetische Pedale sind da anders und da kommen wir später noch zu. Der entscheidende Vorteil, du rutscht nicht ab, auch auf ruppigem Gelände. Du trittst effizienter, da dein Fuß immer exakt an der richtigen Stelle steht, was Gelenke und auch die Kraftübertragung freut. Aber du musst dich erst daran gewöhnen, auch zu ziehen, und viele kippen bei den ersten Radtouren damit einfach um, weil sie das Ausklicken vergessen. Das gehört leider schon fast zum Einsteigerritual, ist mir selbst schon passiert und tut weh. Mein Tipp an dieser Stelle: den richtigen Auslösegrad auswählen und auf Waldboden oder Wiesen trainieren. Doch meistens ist es so, dass es dann noch einmal bei der ersten Tour passiert, wo man nicht mehr dran denkt und die Ampel spontan auf Rot stellt. Doch auch Klickpedal ist nicht gleich Klickpedal. Es gibt verschiedene Hersteller, verschiedene Systeme. Wir geben hier gleich einen groben Umriss über die Systeme. Es gibt aber auch noch weitere Hersteller. Schaut euch dabei um. Es geht dann häufig um das Thema Radtyp, Komfort und auch Gewicht. Hier bei Nummer 2 liegen die sogenannten Kombipedale. Das heißt, es sind Pedale, die auf der einen Seite ein Klicksystem haben und auf der anderen Seite eine Plattform. In diesem Fall also wie bei 1 und bei 3 kombiniert. Vormittags auf dem Weg zur Arbeit kannst du da mit klassischen Sneakern, vielleicht auch Birkenstock, auf der Plattform fahren und musst dich nicht einklicken. Am Nachmittag bei sportlichen Touren kannst du dich einklicken, und welche Systeme es dabei gibt, da kommen wir dann später noch drauf. Bei der Nummer 3 siehst du schon automatisch, da ist keine Plattform mehr. Also Nummer 1, Plattform gibt es nicht mehr, sondern von beiden Seiten ist es notwendig, sich einzuklippen. Entweder magnetisch oder über ein Klicksystem. Und das ergibt auch Sinn, denn in diesem Dreierbereich, da sind wir wirklich im sportlichen Bereich, insbesondere was dann die Rennradpedale angeht. Und wer sportlich Fahrrad fährt, der braucht dann auch wirklich nicht mehr unbedingt die Plattform. Jedenfalls ist es sehr verbreitet, im sportlichen Rennradbereich dann auch Klickpedale zu fahren. Welche Systeme es jetzt dabei gibt, die wesentlichen haben wir uns rausgesucht, das beschreiben wir euch jetzt. Ihr könnt alle Pedale, die hier sind, auch immer aktualisiert unten in der Beschreibung finden. Außerdem gibt es auch da ein paar Gutscheincodes für die Pedale. Schaut also da vorbei, damit ihr Preise und auch verschiedene Möglichkeiten einmal erkennt. Und wir starten jetzt mit einem sehr beliebten System, dem Shimano SPD. Das ist das wahrscheinlich bekannteste Klicksystem, insbesondere im Mountainbike-, Gravel- und Tourenbereich. Die Cleats, also die Verbindungsstücke an den Schuhen, sind aus Metall und in der Sohle versenkt. Damit kann man noch sehr gut gehen. SPD-Pedale sind von beiden Seiten klickbar, robust und zuverlässig mit einer einstellbaren Auslösehärte, um dann auch zunächst einmal den Einstieg ins Klickfahren gut zu finden.
Weiter geht's mit Crank Brothers, zum Beispiel mit dem berühmten Eckbeater, das seht ihr hier von beiden Seiten, oder eben einem Hybridpedal wie hier. Es gibt dabei verschiedene Einstiegsseiten und es funktioniert insbesondere auch im Schlamm problemlos. Das macht die Pedale sehr beliebt bei denjenigen, die mehr Gravel fahren oder auch Mountainbiken. Und das ist auch bei mir so, ich fahre sehr viele Crank Brothers Pedale, einfach weil ich im Mountainbike-Bereich gestartet bin. Im Gravel- und Rennradbereich sind diese Pedale eigentlich eher unüblich. Das Ein- und Aussteigen ist etwas leichter als bei Shimano, was viele als angenehmer empfinden. Wenn du also viel im Gelände unterwegs bist oder etwas mehr Bewegungsfreiheit im Fuß möchtest, ist Crank Brothers eine spannende Alternative. Bevor wir auf magnetische Pedale eingehen, werfen wir den Blick auf die Shimano SPD SL. Das sind große Kunststoff-Cleats für steife Schuhe mit maximaler Kraftübertragung. Hier geht es schon wirklich um Rennrad und um Geschwindigkeit. Gehen sieht mit den Schuhen dann teilweise komisch aus, das kennt ihr sicherlich. Man eiert zunächst einmal mehr rum, als dass man läuft, kann man sich aber dran gewöhnen. Dafür hast du auf dem Rad wirklich das optimale Gefühl für Geschwindigkeit und Effizienz, ideal für alle, die auf Asphalt Kilometer fressen wollen und die Performance suchen. Und weil das System etwas anders funktioniert als die typischen Klicks, werfen wir abschließend den Blick auf magnetische Pedale, in dem Fall durch den Hersteller MagPed. Das ist eben kein echter Klick, sondern ein starker Magnet, der deinen Schuh am Pedal hält. Die Auslösung ist dabei nicht über eine Drehbewegung, sondern über eine Bewegung des Knies nach außen zu wählen. Und diese Bewegung ist tatsächlich etwas intuitiver in der besagten Ampelsituation kurz vor dem Sturz, was viele dazu bringt, dass sie mit höherer Wahrscheinlichkeit aus dem Pedal und aus dem Klick kommen. Das gibt also ein sichereres Gefühl für all diejenigen unter euch, die Klicks noch nicht ganz trauen, aber trotzdem mehr Halt wollen. In meinem Test mit den magnetischen Pedalen hat das schon ganz gut funktioniert. Es kommt dabei aber auf die genaue Kalibrierung des Magneten an, damit das Ganze dann auch bei kraftvollem Ziehen nicht löst. Bei Fragen gerne in die Kommentare und auch gerne fleißig mitdiskutieren. Wir sehen uns im nächsten Video, wo es um das Wechseln der Pedale geht. Einfach mal reinschauen. Bis dahin, vielen Dank an Linus und tschüss.